Season Drift von Riffs möchte ich euch heute mal vorstellen. Ja, ein schönes Teil, schöne OVP und ein schöner Duft. Den müsst ihr unbedingt mal austesten. Ja, und wir gehen rein. Hier, so geht dieser Duft auf, beziehungsweise die OVP. Und da steckt denn der coole Flakon drin. Da haben wir ihn. Schönes Teil. Hier so marmorhaft schon, nicht ganz so Granit, so grau, sandmäßig, und dann seht ihr eingestanzt hinten so schön der Blick aufs Meer, zum Strand. Ja, aber ist dieser Duft auch ein Strandduft, beziehungsweise was soll das jetzt? Ja, ich zeige ihn euch jetzt, weil dieser Duft auch vor allen Dingen jetzt oder fürs ganze Jahr geeignet ist und ein perfekter Begleiter im Büro. Yes, warum, weshalb, wieso, erzähle ich euch jetzt mit einem guten Sprüher. Ja. Ah, der ist blau, frisch, sauber, cremig. Da ist alles drin, was zum Beispiel auch eine Lady, eine Frau oder eure Kollegen, wer auch immer, auf jeden Fall gefällt. Weil das ist so ein typischer Duft, der funktioniert bei Frauen. Das weiß ich jetzt schon. Und ich habe auch schon 2 Komplimente oder habe gefragt, es ist einfach dieses Saubermann, und das mögen diese Frauen. Das haben sie mir auch gesagt. Ja, es ist eben ein sauberer, blauer, erfrischender Duft. Hintergrund zwar süßlich ein bisschen, aber das macht ihn eben so richtig interessant. Wir haben hier eine Grapefruit in der Kopfnote und Pfeffer. So. Und dieses Pfeffrige und diese Grapefruit harmoniert sofort perfekt. Es ist perfekt. Es ist eine 10 von 10, so wie die harmonieren. Die säuerlich ein bisschen, schöne säuerliche Grapefruit, und dann kommt der Pfeffer. Nicht hier dieses Extrempfeffer oder so. Nein, einfach im Background merkt ihr so ein bisschen leicht pfeffrig und dann eine Zitronenschale hinzugefügt, die Zitronenschale. Und wenn ihr eine Zitronenschale kennt ihr ja, und dann mit der Grapefruit und ein bisschen Pfeffer, das ist super lecker, ja. Also das macht schon mal auf jeden Fall sommerlich. Oder das macht schon mehr auf Sommer oder Lust auf Sommer und so weiter und so fort. Ich bin immer so begeistert von diesen Flakon. Das kommt gar nicht so, glaube ich, gut rüber. Das sind übrigens 100 ml. Den bekommt ihr, müsste ich mal ganz kurz gucken. Ja, das ist auch immer verschieden. Ich habe ja schon mal gesagt, für 25 € mal, dann für 30, dann wieder für 18 vielleicht und so weiter. Ja, auf jeden Fall ist da noch Ingwer, dann ist da Zeder drin, und in Ingwer ist ja auch so ein Inhaltsstoff, das so ein bisschen Schärfe mit reinbringt. Also ihr habt, wie gesagt, Grapefruit, ihr habt die Zitronenschale, ihr habt Pfeffer, dann habt ihr Ingwer, dann habt ihr ein bisschen Zeder, was das alles so schön, ja, sag ich mal, in dem Fall schon ein bisschen weich cremig macht. Das macht der Zeder wirklich sehr, sehr schön. Muscatella, Salbei, Amber und Harze kommen dann noch. Also ein wunderbares Teil, und Leder. So, und nun kommen wir zu diesem Punkt. Es wird ja auf Parfum angegeben, dass das eine Alternative zum neuen Bleu de Chanel Exclusive ist, ja. Ja, könnte man so sagen, zu diesem Bleu de Chanel schon, und Exclusive wegen den Leder. Aber ich war nicht so ein Fan von diesen Exclusive, weil ich habe auch mal gesagt, wenn ihr das Parfüm habt von Bleu de Chanel, reicht das. Das war Leder denn mit den Exclusive, aber deswegen so viel Geld ausgeben braucht ihr nicht. Und das Teil hier habt ihr im Endeffekt so, nur so ein bisschen eigenständig noch und ein bisschen süßer, aber nicht synthetisch süß, sondern abgerundet, cremig, frisch, süß. So, und das kühl und im Sommer wahrscheinlich sommerlich, frisch, blau, grün und leicht süßig. So ist das, oder so müsst ihr euch den Duft verdienen. Mir gefällt der besser. Mir gefällt er tatsächlich besser als das Exclusive von Bleu de Chanel. Aber wie gesagt, es ist auch ein eigenständig. Ne? Also ein schönes Ding. Und mit einem schönen Flakon, der definitiv auch besser ist. Stabil, das ist kein Plön. Ne? Und dann der schöne OVP. Und ihr habt ja gesehen, auch ein wunderbarer Sprüher. Ja, also oh, schon die Kopfnote, also diese Zitronenschale, pfeffrigen Hintergrund, aber die Grapefruit, schönes Teil, richtig schönes Teil, für wenig Geld. So, und jetzt kommen wir zur Haltbarkeit.
Das ist im Endeffekt ein Ganzjahresduft, ein Allrounder. Meiner Meinung nach könnt ihr auch zum Date probieren. Er hält so, ich sag jetzt mal komplett 6 bis 9 Stunden. So, das ist das Ding. Aber nochmal, der kann jetzt bei mir auch 12 Stunden halten, bei euch nur 6. Deswegen ist das eigentlich blödsinnig, über eine Haltbarkeit zu reden. Vor allen Dingen Haltbarkeit-Thema, Mann, das gab's früher alles gar nicht. Das Thema ist langsam durchgespielt. Ja, und CA-Schüssen, da kann man von reden. Also ihr werdet wahrgenommen, das ist schon da. Ne, der wird natürlich irgendwann auch hautnah, aber im Endeffekt ist das ein schönes Teil. Und holt euch meinetwegen auch ein Backup, holt euch gleich 2, weil im Sommer werdet ihr den auf jeden Fall rocken. Das ist Fakt. Ja, und wenn nicht, das sogar das ganze Jahr. Also dieses Teil ist richtig ein schönes Teil. Und mir gefällt, also dieser Flakon ist doch top. Und wenn ihr euch überlegt, hier habt ihr nochmal, das könnt ihr euch hinstellen. Es sieht auch gut aus. Einfach so ein bisschen hinstellen, wo es passt. Manche haben ja so eine, irgendwelche, wo allgemein so eine Teile, irgendwie so ein Schickimicki, sage ich immer, irgendwo extra in der Ecke, wo sowas steht, würde euch passen. Schönes Ding. Ja, Riffs. Ja, die haben ja schon diesen, wie hieß der, Momento, auch schon rausgebracht. Diese sehr, sehr gute Alternative zum Arabian Tonka, ne? Also, aber das hier, Eau de Parfum, ich sage immer wieder, überleg mal, was das kostet mit dieser OVP, mit diesem guten Flakon und so weiter und mit dieser richtig guten DNA, mit diesem richtig schönen Duft. 20 Euro, 25 Euro. Was soll ich da dazu sagen? Nichts. Lassen wir es einfach so stehen. Ah, schönes Teil. Ja, könnt ihr euch mal anschauen. Schaut, wenn ihr den kennt, schreibt in die Kommentare. Und das würde mich so und so mal interessieren. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon. Was haltet ihr von ihm? Und ihr solltet aber auch diesen Vergleich immer weglassen. Er ist ein bisschen eigenständig, das gefällt mir. Er ist ein bisschen besser, deswegen vergesst das mit den Exclusive im Endeffekt. So richtig blöde Chanel, wenn ihr jetzt richtig blöde Chanel, ich habe ja 3 Versionen hier oder 2, wenn ihr die hier sprüht, dann ist das schon noch ein bisschen, ihr riecht das. Das ist so ein bisschen noch ein bisschen eigenständig. Das finde ich cool und dementsprechend wollen wir gar nicht eigentlich groß über ein Exclusive reden. Ja, geht in die Richtung, vielleicht in die Familie und dadurch, dass Leder ist, haben wir dann diesen Exclusive-Vergleich, aber im Endeffekt ist auch schon gut eigenständig von Riffs für wenig Geld, 100 ml, aber richtig top. Also Freunde, Grüße gehen raus an euch alle und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.